Ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Gabapentin. Wir befinden uns hier im Bereich Basic. Das bedeutet, ich werde es ganz kurz und knapp halten. Wenn Sie nähere Informationen zu dem Wirkstoff haben möchten, zum Beispiel über Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder aber auch über die Wirkweise des Gabapentins, dann lege ich Ihnen den Link zu Gabapentin Intensive immer hier unten mit rein und dann kann es schon losgehen. Das Gabapentin findet Anwendung zum Beispiel bei Epilepsie oder aber auch bei peripheren neuropathischen Schmerzen. Das sind besondere Schmerzformen, die zum Beispiel unter einer Diabeteserkrankung auftreten können oder zum Beispiel auch nach einer durchgemachten Gürtelrose. Bei der Einnahme müssen Sie nichts bedenken, denn die Einnahme kann unabhängig vom Essen erfolgen. Das heißt, es ist egal, ob Sie nun nüchtern sind oder etwas gegessen haben, da die Nahrungsaufnahme keine Auswirkung auf die Gabapentinaufnahme in den Körper hat. Das Gabapentin wird einschleichend dosiert. Eine minimale Dosis von 900 Milligramm sollte in der Regel erreicht werden, weil Studien belegt haben, dass die Wirkung erst etwa bei 900 Milligramm einsetzt. Wenn Sie nun an einer Niereninsuffizienz leiden, dann kann es sein, dass Ihr Arzt die Dosierung etwas geringer wählt, weil dadurch das Gabapentin nicht so gut abgebaut würde und da reicht dann auch eine geringere Dosierung als die 900 Milligramm. Wenn Sie davon nicht wissen, aber weniger nehmen, sprechen Sie Ihren Arzt einmal auf diese Studie an, dass man auch wirklich ganz sicher ist, dass Sie einen wirklichen Nutzen dann von dem Medikament haben. Wie beim Beginn der Therapie und dem Einschleichen ist es mir ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, dass Sie das Gabapentin nicht abrupt absetzen sollten, denn auch das muss unbedingt ausschleichend erfolgen. Der Grund dafür ist, dass es beim abrupten Absetzen zu einem verstärkten Risiko kommen kann, dass Sie einen Krampf entwickeln. Das heißt, wenn Sie irgendwie sich mit dem Wirkstoff nicht wohlfühlen oder sagen, ach, ich möchte da doch ein bisschen runter dosieren, dann machen Sie das bitte nicht im Alleingang, sondern besprechen Sie das offen mit Ihrem Arzt und denken Sie bitte dran, auch das Gabapentin nicht mal einfach so 1, 2 Tage wegzulassen. Wenn Sie zum Beispiel im Urlaub sind und die Tabletten vergessen haben, versuchen Sie sich irgendwie die Tabletten über einen Arzt zu besorgen, denn da ist es wirklich ganz wichtig, dass Sie nicht einfach von heute auf morgen pausieren. Das Gabapentin, das kann einige Nebenwirkungen haben, die ich jetzt hier nicht alle auflisten möchte. Mir ist nur wichtig, die typischen Nebenwirkungen anzusprechen, die beim Gabapentin auftreten können. Und zwar kann es unter der Einnahme zu einer vermehrten Virusinfektion kommen. Es kann auch häufiger zu Fieber kommen, zu Ermüdung, zu Abgeschlagenheit, zu Schwindel und auch zu Gangstörungen. Diese ganzen Nebenwirkungen betreffen mindestens jede 10. Person. Das bedeutet, im Durchschnitt sind doch recht viele davon betroffen. Das ist dann auch der Grund, weshalb Sie vorsichtig mit der Teilnahme am Straßenverkehr sein sollten und wenn möglich unter der Gabapentineinnahme nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollten und keine gefährlichen Maschinen bedienen sollten. Besonders am Anfang der Therapie und bei einer Dosiserhöhung kann es vermehrt zu diesen Nebenwirkungen kommen. Wenn die bei Ihnen auftreten, bitte besprechen Sie das unbedingt mit Ihrem Arzt, dass Sie dann gemeinsam abklären, ob Sie am Straßenverkehr teilnehmen können oder nicht. Unter der Gabapentineinnahme kann es auch noch zu vielen weiteren Nebenwirkungen kommen. Machen Sie es einfach so, dass wenn Sie feststellen, dass Sie irgendwelche Symptome entwickeln, die plötzlich da sind, die Sie vor der Gabapentineinnahme nicht hatten oder aber auch bei einer geringeren Dosierung nicht hatten, dass Sie dann bitte einmal in den Beipackzettel schauen und mal schauen, ob die dort
aufgelistet sind. Es ist wichtig, dass Sie immer mit Ihrem Arzt darüber sprechen, denn der Wirkstoff hat einen großen Nutzen für Sie, aber das muss man natürlich immer bei einer möglichen Nebenwirkung neu abwägen und das sollte dann auf jeden Fall immer mit dem Arzt geschehen. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, ist Ihnen die Symptome einer Überempfindlichkeitsreaktion kurz zu schildern. Es kann nämlich sein, dass Sie auch überempfindlich sind auf den Wirkstoff, was sich meistens am Anfang der Therapie äußert, aber das kann auch bei einer Dosiserhöhung zum Beispiel auftreten. Die Symptome, die bei so einer Überempfindlichkeitsreaktion auftreten, die können zum Beispiel Fieber sein, Lymphknotenschwellung, es kann auch zu einer Schwellung des Rachens oder der Zunge oder der Lippe kommen. Es kann auch ein Blutdruckabfall zur Folge haben oder aber auch, dass sich plötzlich Probleme mit der Atmung entwickeln. Wenn Sie diese Symptome plötzlich bei sich feststellen, ist es wichtig, dass Sie sofort einen Arzt kontaktieren. Zwei Punkte möchte ich zuletzt noch ansprechen. Als erstes sei da genannt, dass es unter der Einnahme von Antiepileptika zu einer erhöhten Suizidrate gekommen ist oder aber auch zu vermehrten Suizidgedanken. Das ist mir wichtig, dass Sie davon wissen, wenn Sie es bei sich selber feststellen oder zum Beispiel bei einem Angehörigen, dass Sie das auch immer mit dem Gabapentin in Verbindung bringen können. Und wenn das natürlich auftritt, dann nehmen Sie einen Arzt mit ins Vertrauen, denn das ist wirklich wichtig, dass man das gut überwacht. Als zweites möchte ich hier noch ein Abhängigkeitspotenzial ansprechen, was beim Gabapentin selten ist, aber nicht auszuschließen ist. Das ist auch der Grund, weshalb Patienten, die in der Vorgeschichte zum Beispiel eine Alkoholabhängigkeit hatten oder aber auch eine Tablettenabhängigkeit, dass die das Gabapentin unter einer strengen Nutzen-Risiko-Abwägung einnehmen sollten. Wenn Sie bei sich selber feststellen, dass Sie dahin tendieren, plötzlich mehr Gabapentin nehmen zu wollen, weil Sie das Gefühl haben, das reicht Ihnen nicht aus oder das wirkt nicht mehr so richtig, dann können das erste Anzeichen sein, dass Sie in so einen Bereich rutschen. Ich möchte Ihnen damit keine Angst machen. Ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass Sie, wenn Sie das an sich bemerken, bitte auch da sofort Ihren Arzt mit ins Boot nehmen und dem davon berichten, dass man da sofort in den Anfängen gegenwirken kann. Denn sobald man das merkt, kann man gut dagegen steuern. Aber wenn sich das dann über einen längeren Zeitraum eingeschlichen hat, wird es dann etwas schwerer. So, das waren von meiner Seite jetzt die wichtigsten Informationen. Ich hoffe, Sie konnten was davon für sich mitnehmen. Wie gesagt, wenn Sie Gabapentin einnehmen, dann lege ich Ihnen mein Video Gabapentin intensiv ans Herz. Da gehe ich ganz genau auf alle Dinge nochmal ein und ich finde es persönlich wichtig, dass man als Patient genau über seine Medikamente Bescheid wissen sollte, dass man auch genau weiß, wann man reagieren sollte. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Gerne können Sie wie immer auch meinen Kanal abonnieren und ja, ansonsten hoffe ich, dass Sie weiterhin gesund bleiben oder gesund werden und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.